Level Equip soll ich mir dann als Mindestziel auf FEC vornehmen, als völliger Neuling, um man damit dann auf Borodeng durchstarten zu können. Naja, das ist ja das Schöne am FEC, wenn du ein kompletter Anfänger bist, dass du ja, egal was du dir spielst, egal was du dir spielst, du bist ja dann besser als auf Borodeng. Mit dem, was du dir da erspielt hast. Das ist ja auch einer der Gründe, warum viele Leute so heiß auf den FEC sind. Weil, wenn du jetzt auf Borodeng halt nur irgendeinen Mittel- oder Low-Level-Char hast, der eh kein Equipment besitzt, kein echtes, kein richtiges, kein gutes, dann kannst du dir auf dem FEC, selbst wenn du nur 2 Wochen Zeit hättest, wahrscheinlich schon mehr erspielen, also zumindest wenn du 2 Wochen richtig viel Zeit hättest, dann kannst du dir auf dem FEC wahrscheinlich Sachen erspielen, von denen du nicht mal träumen wagen würdest, jetzt auf Borodeng in der gleichen Zeit, beziehungsweise vor allem halt ein sehr hohes Character-Level, die erspielen können. Und das ist eigentlich so der größte Vorteil vom FEC. Du hast halt einfach in kürzerer Zeit was erreicht. Und der größte Nachteil ist halt das mit dem gebundenen Equipment. Nie wieder verkaufen, nie wieder tauschen können. Von deinem Equipment ist immer noch der größte Nachteil vom FEC. Und das ist ätzend. Aber wenn du eh nichts hast auf Borodeng, also gar nichts, dann kann dir das ja erstmal egal sein mit dem gebundenen Equipment. Und jedes Equipment ist ja besser als das, was du hast. Also hast du eine Win-Win. Du kannst nur gewinnen letztendlich vom FEC in dem Szenario. Deswegen lohnt es sich ja vor allem für Leute, die eben noch gar nichts haben. Für Leute, die immer spielen und eigentlich schon ziemlich gutes Equipment haben, lohnt sich es eigentlich eher weniger, weil wir haben jetzt ja kein Update bekommen. Das heißt, höchstwahrscheinlich die gleichen Items wie letztes Jahr. Also vielleicht goldene Herneswaffen statt goldene Rusaka Crystal und goldene Wild Sets statt goldene PvE-Sets. Aber letztendlich ist ja Jacke wie Hose. Das macht ja alles keinen riesigen Unterschied. Mehr oder weniger das Gleiche. Das heißt, jemand, der letztes Jahr sich auf FEC schon komplett perfektes Equipment erspielt hat für eine Klasse, der kann es jetzt natürlich halt noch für eine andere Klasse machen und dann vielleicht sogar für noch eine andere Klasse. Aber für den bringt das halt gar nicht mehr so viel, weil er hat halt schon top ausgerüstete Charakter. Und da muss man sich halt fragen, also man muss jeder für sich entscheiden natürlich. Aber da könnte man sich dann schon fragen, naja, lohnt sich das denn so sehr? Weil ich habe ja schon die Equipment auf diesem Niveau. Und es ist stark davon auszugehen, dass das nächste Update spätestens im November kommt, so wie die letzten 2 Jahre auch immer im November-Update kamen. Und dann wird halt neues Equipment released werden. Und der verdammte Kameramann ist wieder eingeschlafen. Und wenn ein neues Equipment released wird, hast du halt dann zweimal Top-Tier sehengebundenes bzw. accountgebundenes Equipment. Und das tut dann halt schon ziemlich weh. Aber wie gesagt, wenn du jetzt auf Borodeng gar nichts hast, dann könntest du dir das neue Equipment, was im November wahrscheinlich kommen wird oder was im nächsten Update kommen wird, vollkommen egal wann es kommt, ob es November ist oder nicht, ist ja egal. Es wird auf jeden Fall wieder neues Update geben, neues Equipment kommen. Und dieses Equipment muss man sich ja irgendwie erspielen können und dafür brauchst du ja zumindest einen gut ausgerüsteten Charakter. Und wenn du den aktuell nicht hast, dann ist dieser FEC genau die Chance, Gelegenheit, die Leute brauchen, die das eben nicht haben, um sich diesen Charakter eben zu erspielen. Also das heißt, Fazit, für Leute, die schon sehr viel haben, heißt nicht, dass es sich nicht lohnen würde. Du kannst ja immer noch eine neue Klasse ausprobieren, eine neue Klasse spielen, eine neue Klasse ausrüsten. Aber je weniger du auf Borodeng hast, desto mehr lohnt sich der FEC, würde ich persönlich behaupten. Und auch wenn du nicht ins Endgame kommst, auch wenn du nicht das beste Equipment bekommst, auch wenn du nur genug Zeit für Bloody hast, in Anführungszeichen. Ich meine, wäre natürlich schon ein bisschen ärgerlich, weil der FEC ist schon sehr einfach. Und ich meine, er geht ja auch wirklich 5 Monate. Also wäre schon ärgerlich, wenn man nicht mal in die Nähe von 150 kommt, geschweige denn von dem Equipment auf dem Level. Aber wenn es halt so ist, dann ist es halt so, kann man auch nicht ändern. Alles ist besser als, oder zumindest zeitlich gesehen, wirst du weniger Zeit brauchen als auf Borodeng. Und wie gesagt, einziger Nachteil ist halt, dass du das Equipment dann nicht mehr verkaufen kannst. Aber willst du ja eigentlich auch gar nicht, weil du musst ja erstmal neues Equipment erspielen, bevor du das alte Equipment verkaufen könntest. Und dann behältst du es halt einfach. Also viele Leute leben damit, dass das Equipment accountgebunden ist.
Ich meine, offensichtlich stört es so gut wie niemanden, oder beziehungsweise es ist zumindest für niemanden ein Grund, nicht zu spielen, oder für die wenigsten. Sonst wäre auf dem FEC-Server ja nicht so viel los. Also ja. Ist egal, was für ein Level und Equipment du erreichst. Kenji, alles ist besser als nicht FEC zu spielen. Als Neuling.